Wir haben alleine in Deutschland über 680 verschiedene Verkehrszeichen. Über 2 Millionen Schilder stehen auf deutschen Straßen. Damit sind wir in Deutschland weltweit unangefochtener Spitzenreiter. Aber bevor wir jetzt näher auf die Verkehrszeichen eingehen, wozu brauchen wir überhaupt Verkehrsschilder? Und da ist die Antwort relativ simpel, weil ohne Regeln macht jeder, was er möchte, und dann würde es ein Heidenchaos auf den Straßen geben. Doch zunächst einmal, welche Vorfahrtsregeln haben wir hier bei uns in Deutschland? Es könnte durchaus vorkommen, wenn auch selten, dass die Polizei den Verkehr regelt. Dann haben wir Lichtzeichenanlagen, also Ampeln, dann selbstverständlich unsere Verkehrszeichen. Und zu guter Letzt natürlich noch rechts vor links. So, und jetzt merkt ihr euch am besten, von der Wichtigkeit her ist die Ampel immer die wichtigste Regel. Dicht gefolgt von unseren Verkehrszeichen und zu guter Letzt rechts vor links, wenn kein Schild oder keine Ampel vorhanden ist. Aber Achtung, die Zeichen von den Polizeibeamten stehen immer über allen anderen Verkehrsregeln, auch wenn das super selten vorkommt. So, aber gucken wir uns doch jetzt mal die Verkehrszeichen genauer an, weil eigentlich ist das ganz simpel aufgebaut. Die erste Schildergruppe, die wir im Straßenverkehr haben, soll uns vor irgendetwas warnen. Die zweite Schildergruppe gebietet oder verbietet irgendetwas. Und die dritte Art von Verkehrszeichen soll uns einfach nur helfen. So, und wenn wir jetzt diese drei Oberkategorien von Zeichen haben, also Schilder, die warnen sollen, Schilder, die gebieten und verbieten und die Hilfsschilder. Auf jeden Fall könnt ihr euch dann diese drei Schildergruppen schnappen und ihr könnt sie einfach 1:1 auf den Straßenverkehr übertragen. Wie diese Schildergruppen dann im Straßenverkehr aussehen, schauen wir uns jetzt genauer an. Die erste Schildergruppe, die uns vor irgendetwas warnen soll, sind auf den Straßenverkehr übertragen die sogenannten Gefahrzeichen. Hier seht ihr alle Gefahrzeichen auf einem Überblick. Ich werde gleich auch im Anschluss auf alle einzelnen Gefahrzeichen eingehen. Doch zunächst einmal schauen wir uns die zweite Gruppe der Zeichen an, die Schilder, die gebieten oder verbieten sollen. Auf den Straßenverkehr übertragen sind das die sogenannten Vorschriftzeichen. Auch hier habt ihr jetzt alle Vorschriftzeichen auf einem Überblick. Im Anschluss werde ich aber auch hier auf alle Zeichen einzeln eingehen. Dann kommen wir im Anschluss zur letzten Gruppe, den Hilfsschildern. Sie sind auf den Straßenverkehr übertragen die sogenannten Richtzeichen. Auch hier zeige ich euch ganz kurz alle Richtzeichen auf einen Überblick. Aber schauen wir uns doch mal die erste Gruppe, die Gefahrzeichen, etwas genauer an. Wie euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist die Form immer dieselbe. Sie sind dreieckig und die Spitze zeigt immer nach oben. Außerdem besitzen Gefahrzeichen wegen der Gefahr immer einen dicken roten Rand, weil Rot signalisiert meistens im Straßenverkehr eine Gefahr oder ein Verbot. Im Übrigen sind die Gefahrzeichen so gemacht, dass sie durch ihre leicht verständlichen Symbole möglichst schnell und leicht für jedermann zu verstehen sind. Selbst für diejenigen, die aus dem Ausland kommen sollten oder die eventuell sogar gar nicht lesen können. Die nächste Frage ist jetzt, wie sind die Verkehrszeichen aufgestellt? Ihr könnt damit rechnen, dass wenn ihr innerorts seid, befindet sich das Verkehrszeichen in der Regel immer unmittelbar vor der Gefahrenstelle. Falls ihr außerhalb geschlossener Ortschaften unterwegs sein solltet, weil man hier selbstverständlich ein wenig schneller unterwegs ist, könnt ihr damit rechnen, dass das Verkehrszeichen sich in diesem Fall ca. 150 bis 250 Meter vor der Gefahrenstelle befindet. Weil ihr hier wie gesagt schneller fahren dürft, braucht man selbstverständlich ein wenig mehr Platz, um sich auf die Gefahr einzustellen. So, dann kommen wir zu den ganzen Gefahrzeichen und was sie genau bedeuten. So, ich würde sagen, fangen wir mal ganz am Anfang bei dem ersten Zeichen an. Die Gefahrenstelle. Hier befindet sich eine Gefahrenstelle voraus. Hier ist absolute Vorsicht geboten, Geschwindigkeit verringern und bremsbereit sein. Weil hier im Allgemeinen nur von einer Gefahrenstelle gesprochen wird, habt ihr häufig noch ein Zusatzzeichen, welches die Gefahrenstelle genauer beschreibt. Kreuzungen oder Einmündungen mit Vorfahrt von rechts. Kreuzungen oder Einmündungen, wo die Regel rechts vor links gilt. Ihr könnt bei dem Verkehrszeichen davon ausgehen, dass man schlecht in die rechts vor links einsehen kann. Rechtskurve. Warnt vor einer scharfen Rechtskurve. Die Kurve kann im Verlauf gefährlicher sein als erwartet. Versucht hier langsam, vorsichtig und äußerst weit rechts zu fahren. Doppelkurve. Warnt vor einer Doppelkurve, bei der zunächst rechts gefahren wird. Die Kurve kann im Verlauf gefährlicher sein als erwartet. Geht es langsam an und fahrt möglichst im niedrigen Gang weit rechts. Steigung. Es wird vor einer Steigung gewarnt. Außerdem gibt es an, wie stark die Steigung ist.
Achtet hier darauf, dass man bei Bedarf rechtzeitig runterschaltet. Gefälle. Es wird vor einem Gefälle gewarnt. Außerdem gibt es an, wie stark das Gefälle ist. Hier habt ihr einen längeren Bremsweg als in der Ebene. Außerdem kann die Bremswirkung bei längerer Betätigung nachlassen. Schaltet in diesem Fall wieder runter, um die Bremse zu entlasten. Unebene Fahrbahn. Hier wird vor einer unebenen Fahrbahn gewarnt. Außerdem besteht hier Schleudergefahr. Schleuder- oder Rutschgefahr. Warnt vor Schleuder- oder Rutschgefahr bei nasser oder verschmutzter Fahrbahn. Versucht hier scharfes Bremsen, Beschleunigen oder ruckartige Lenkbewegungen zu vermeiden. Fahrbahnverengung. Warnt davor, dass die Fahrbahn enger wird. In diesem Fall auf beiden Seiten. Fahr hier vorsichtig an die Engstelle heran, achte auf Gegenverkehr und lass ihn erst aus die Engstelle herausfahren. Und überhol möglichst nicht. Fahrbahnverengung. Warnt davor, dass die Fahrbahn enger wird. In diesem Fall nur auf einer Seite, in diesem Fall rechts. Hier hat der Gegenverkehr Vorrang. Für den Fall, dass ein Fahrstreifen endet, wird das Reißverschlussverfahren angewandt. Bau- bzw. Arbeitsstelle. Warnt davor, dass auf oder neben der Fahrbahn Bauarbeiten durchgeführt werden. Hier ist damit zu rechnen, dass die Fahrbahn oft dreckig und uneben ist, also somit rutschig. Fahr hier vorsichtig und rechne mit Baumaterial, Baustellenfahrzeugen oder Arbeitern auf der Fahrbahn. Stau. Warnt davor, dass hier erhöhte Staugefahr herrscht. Vorausfahrende Autos könnten hier plötzlich bremsen. Sei aufmerksam und halte immer mehr Abstand. Bremse bei Stau ab und schalte das Warnblinklicht an. Gegenverkehr. Warnt vor Gegenverkehr auf der Fahrbahn und nachts ist mit verstärkter Blendung durch Gegenverkehr zu rechnen. Lichtzeichenanlage. Warnt und kündigt eine Verkehrsampel an. Fußgänger. Hier ist mit erhöhtem Fußgängeraufkommen zu rechnen. Kinder. Es können sich Kinder auf der Fahrbahn befinden. Es ist damit zu rechnen, dass sie unüberlegt auf die Fahrbahn rennen. Also Geschwindigkeit anpassen, immer aufmerksam und bremsbereit fahren. Radfahrer. Warnt davor, dass Radfahrer die Fahrbahn kreuzen können. Hier sollte man auch die Geschwindigkeit anpassen, aufmerksam und bremsbereit fahren. Wildwechsel. Warnt davor, dass Wild sich in der Nähe der Fahrbahn befindet, bzw. die Fahrbahn überqueren kann. Verringere das Tempo und fahr besonders vorsichtig. Falls Wild auftaucht, muss abgeblendet werden. Reiter. Warnt davor, dass Reiter die Fahrbahn kreuzen könnten. Viehbetrieb. Warnt davor, dass in der Nähe Viehbetrieb herrscht. Hier ist also damit zu rechnen, dass Viehherden die Fahrbahn kreuzen können. Bahnübergang. Warnt davor, dass sich ein Bahnübergang voraus befindet. Fahre hier besonders aufmerksam und passe deine Geschwindigkeit an. Und zum Schluss haben wir noch die Baken am Bahnübergang. Sie weisen auf einen Bahnübergang hin. Die Baken zeigen ihre Entfernung in Metern an. Ein Balken gleich 80 Meter. Und hiervon habt ihr immer 3. Also 240 Meter, 160 Meter, 80 Meter Bahnübergang. So, ihr müsst verstehen, Gefahrzeichen sind in erster Linie dafür da, dass sie im Straßenverkehr Sicherheit geben sollen. Und somit sind sie eigentlich dafür da, Unfälle zu vermeiden. Also verhaltet euch bei den Gefahrzeichen immer so, dass ihr zum einen eine erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legt und zum anderen gut den Verkehr beobachtet bzw. die Umgebung und die Gefahrenstelle. Außerdem ist wichtig, verringere bzw. passe deine Geschwindigkeit der Gefahrenstelle an. Versuche möglichst eventuelle Ablenkungen abzustellen, wie zum Beispiel laute Musik oder Gespräche mit anderen Beifahrern. Und versuche gegebenenfalls den Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen zu vergrößern. Als nächstes kommen wir zu den Vorschriftzeichen. Und wie euch sicherlich auffällt, ist hier die Form- und Farbgebung leider nicht so schön einheitlich wie bei den Gefahrzeichen. Aber schauen wir uns das Ganze mal genauer an, weil hier heißt es dann verschiedene Farben gleich verschiedene Vorschriften. Blaue Schilder bedeuten in diesem Fall feste Vorschriften, wie zum Beispiel Richtungsangaben, Verkehrszonen oder Mindestgeschwindigkeiten. Rote Schilder stehen hier für Verbote, wie zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen, Durchfahrtsverbote oder Park- und Haltverbote. Ach ja, sogar Fahrbahnmarkierungen gehören zu den Vorschriftzeichen. Ja, ihr habt richtig gehört, auch Fahrbahnmarkierungen können richtige Verkehrszeichen sein. Was sie dann genau bedeuten, da gehe ich gleich näher drauf ein. Aber fangen wir am besten ganz vorne bei dem ersten Vorschriftzeichen an, nämlich Vorfahrt gewähren. Hier muss dem Querverkehr Vorfahrt gegeben werden. Hier besteht ein Halteverbot, wenn das Zeichen verdeckt wird. Halt, Vorfahrt gewähren. Es muss dem Querverkehr Vorfahrt gegeben werden. Außerdem muss an der Haltlinie gehalten werden. Wenn es nötig ist, muss an der Sichtlinie erneut gehalten werden.
Andreaskreuz. Das Andreaskreuz ist als Schild in der Regel direkt vor einem Bahnübergang zu finden. Hier hat der Schienenverkehr immer Vorrang. Vorrang gewähren. Hier muss dem Gegenverkehr Vorrang eingeräumt werden. Die Wartepflicht besteht meist an Engstellen. Vorgeschriebene Fahrtrichtung jetzt rechts. Hier darf nur in die gezeigte Pfeilrichtung gefahren werden. Es gilt ein Verbot für jede andere Richtung. Hier muss man vor dem Zeichen rechts abbiegen. Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts. Hier darf nur in die angezeigte Pfeilrichtung gefahren werden. Es gilt ein Verbot für jede andere Richtung. Hier muss allerdings nach dem Schild rechts abgebogen werden, also befindet sich das Schild vor der Straße. Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts vorbei. Gibt an, auf welcher Seite an einer Verkehrsinsel, an einem Hindernis oder an einer Baustelle vorbeigefahren werden muss. Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts und gerade. Hier darf nur in die angezeigte Pfeilrichtung gefahren werden. Es gilt ein Verbot für jede andere Richtung. Kreisverkehr. Dieses Verkehrszeichen ist meistens unter dem Verkehrszeichen Vorfahrt gewähren angebracht. Es kennzeichnet Kreisverkehre mit besonderen Verkehrsregeln. Hier darf nur in die vorgeschriebene Fahrtrichtung gefahren werden. Und nur beim Rausfahren muss geblinkt werden. Einbahnstraße. Die Straße darf nur in Richtung des Pfeils befahren werden. Durch ein Zusatzschild kann auch angezeigt werden, dass der Fahrradverkehr in die Gegenrichtung zugelassen ist. In der Einbahnstraße darf nicht rückwärts gefahren oder gewendet werden. Haltestellen. Haltestellen von Straßenbahnen oder Linienbusse. Das Parken ist 15 Meter vor und hinter dem Schild verboten. Außerdem dürfen hier keine Fahrgäste gefährdet oder behindert werden. Taxistand. Hier besteht ein Haltverbot für alle anderen Fahrzeuge. Sonderweg für Radfahrer. Dieser Weg gilt ausschließlich nur für Radfahrer. Für andere Verkehrsteilnehmer ist dieser Weg verboten. Sonderweg für Fußgänger. Dieser Weg gilt ausschließlich nur für Fußgänger. Für andere Verkehrsteilnehmer, ausgenommen fahrende Kinder bis 10 Jahre, ist die Benutzung des Fußweges verboten. Sonderweg für Fußgänger und Radfahrer. Fußgänger und Radfahrer benutzen diesen Weg gemeinsam. Für andere Verkehrsteilnehmer ist dieser Weg verboten. Fußgängerzone. Hier ist ausschließlich ein Bereich für Fußgänger. In dieser Zone darf nicht gefahren werden. Fahrradstraße. Diese Straße ist Radfahrern vorbehalten. Andere Fahrzeuge sind nur durch ein Zusatzschild erlaubt. Falls das Befahren erlaubt ist, gilt eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Außerdem dürfen Radfahrer nicht gefährdet oder behindert werden. Verbot für Fahrzeuge aller Art. Hier gilt ein Verbot für Kraftfahrzeuge aller Art. Handfahrzeuge, Krafträder und Fahrräder dürfen geschoben werden. Wichtig für Fahrschüler, in der Prüfungsfahrt muss hier selbstständig abgebogen werden. Verbot für Kraftwagen, alle mehrspurigen Fahrzeuge. Hier gilt ein Verbot für Kraftwagen und alle sonstigen mehrspurigen Fahrzeuge. Auch hier müssen Fahrschüler selbstständig abbiegen. Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen. Hier gilt ein Verbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen, einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen. Ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse. Verbot für Radfahrer. Radfahrer dürfen hier nicht fahren. Für andere Fahrzeuge ist das Fahren erlaubt. Verbot für Krafträder. Hier gilt ein Verbot für Krafträder. Auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas darf hier nicht gefahren werden. Verbot für Fußgänger. Hier gilt ein Verbot für Fußgänger. Das Betreten des Straßenteils ist verboten. Verbot für Krafträder und Kraftwagen. Hier gilt ein Verbot für Krafträder und Kraftwagen. Auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder, Mofas und mehrspurigen Kraftfahrzeugen darf die Fahrbahn nicht benutzt werden. Verbot für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern. Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern dürfen hier nicht fahren. Für diese Fahrzeuge gilt ein Verbot. Verbot für Fahrzeuge bestimmte Länge. Hier gilt ein Verbot für Fahrzeuge über eine bestimmte Länge. Das Verbot zählt für Fahrzeuge und Züge einschließlich Ladung. Schneeketten vorgeschrieben. Hier herrscht eine Schneekettenpflicht. Die maximale Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten beträgt 50 Stundenkilometer. Umweltzone. In dieser Zone besteht ein Fahrverbot für PKWs bestimmter Schadstoffgruppen. Wendeverbot. Hier herrscht ein Wendeverbot. Einfaches Linksabbiegen ist hingegen erlaubt. Zulässige Höchstgeschwindigkeit. Das Schild zeigt die zulässige Höchstgeschwindigkeit an. Das heißt, man darf maximal die Geschwindigkeit fahren, die angegeben ist.
Verbot der Einfahrt. Es ist verboten, in diese Einfahrt hineinzufahren. Es muss aber trotzdem auf die Fahrzeuge geachtet werden, die herauskommen können. Auch hier muss der Fahrschüler selbstständig abbiegen. 30er-Zone. In dieser Zone dürfen sich alle Fahrzeuge mit höchstens 30 km/h fortbewegen. Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit. Hier besteht eine vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit, die eingehalten werden muss. Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art. Hier gilt ein Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art. Mehrspurige Kraftfahrzeuge und Motorräder mit Beiwagen dürfen nicht überholt werden. Also ein einzelnes Motorrad beispielsweise dürfte man überholen. Überholverbot Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen. Hier gilt ein Überholverbot für Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 Tonnen, einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen. PKWs und Kraftomnibusse sind aus diesem Verbot ausgenommen. Überholverbot einspurige Fahrzeuge. Hier gilt ein Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen. Das Verbot gilt für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen. Absolutes Haltverbot. Hier ist ein absolutes Haltverbot. Jedes freiwillige Halten auf der Fahrbahn ist verboten. Halten ist eine gewollte Fahrunterbrechung, die nicht durch die Verkehrslage oder andere Anordnung veranlasst ist. Eingeschränktes Haltverbot. Hier gilt ein eingeschränktes Haltverbot. Das heißt, freiwilliges Halten auf der Fahrbahn für mehr als 3 Minuten ist hier verboten. Eingeschränktes Haltverbot Zone. Hier besteht ein eingeschränktes Haltverbot für eine bestimmte Zone. Ende aller Streckenverbote. Hier werden alle Streckenverbote, die zuvor aufgestellt wurden, aufgehoben. Geschwindigkeitsbegrenzungen und Mindestgeschwindigkeiten gelten jetzt nicht mehr. Verbot Fahren ohne Mindestabstand. Hier besteht ein Verbot des Fahrens ohne Mindestabstand. Das Verbot gilt nur für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse oder für ihre Zugmaschinen. Verbot für Mofas. Hier gilt ein Verbot für Mofas. Mit Kleinkrafträdern, Leichtkrafträdern mit maximal 125 Kubik ist das Fahren erlaubt. Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast. Hier gilt ein Verbot für Fahrzeuge mit einer höheren Achslast als 8 Tonnen. Es zählt hier die tatsächliche Masse. Verbot Fahrzeuge tatsächliche Masse. Verbot für Fahrzeuge mit höherer tatsächlicher Masse. Bei Zügen wird dabei jedes Fahrzeug für sich gerechnet. Verbot Fahrzeuge über angegebene Breite. Verbot für Fahrzeuge über eine bestimmte Breite. Die Ladung wird in die Breite mit eingerechnet. Verbot Fahrzeuge über angegebene Höhe. Verbot für Fahrzeuge über eine bestimmte Höhe. Die Ladung wird in die Höhe mit eingerechnet. So, als nächstes kommen wir zu den Fahrbahnmarkierungen. Und wir beginnen hier mit der Haltlinie. Die Haltlinie bestimmt, wo ich anzuhalten habe. In Verbindung mit einem Stoppschild ist das Halten ein Muss. Falls keine Haltlinie vorhanden ist, muss an einem Stoppschild dann an der Sichtlinie gehalten werden. Fahrstreifenbegrenzung. Die Fahrstreifenbegrenzung begrenzt den für den Gegenverkehr bestimmten Teil der Fahrbahn oder auch mehrere Fahrstreifen für den gleichgerichteten Verkehr. Die Fahrstreifenbegrenzung macht den Fahrbahnrand deutlich erkennbar. Super wichtig für Fahrschüler ist hier, die durchgezogene Linie darf auf gar keinen Fall überfahren werden, es sei denn, ihr müsst an einem stehenden Hindernis vorbei. Fußgängerüberweg, Zebrastreifen. Hier ist ein Fußgängerüberweg. Hier muss natürlich den Fußgängern das Überqueren der Straße ermöglicht werden. Fahrt hier mit mäßiger Geschwindigkeit heran und seid aufmerksam. Außerdem sollte in diesem Bereich nicht überholt werden. Einseitige Fahrstreifenbegrenzung. Ist man auf der Seite der unterbrochenen Linie, so dürfen beide Linien überfahren werden, wenn niemand gefährdet wird. Ist man auf der anderen Seite unterwegs, zählt natürlich dasselbe wie für die normale Fahrstreifenbegrenzung. Grenzmarkierung. Hier gelten Halt- und Parkverbote. Der Bereich wird mit einer Zickzacklinie markiert. Er darf aber überfahren werden. Sperrfläche. Diese Sperrfläche darf von Fahrzeugen nicht überfahren werden. Richtungspfeile. Pfeile empfehlen sich frühzeitig einzuordnen und in Fahrstreifen nebeneinander zu fahren. Die Pfeile zeigen an, welcher Fahrstreifen in welche Richtung geht. Es darf nur dorthin gefahren werden, wo sich eingeordnet wurde. Auf diesen Richtungspfeilen gilt ein Haltverbot.
Vorankündigungspfeil. Hier kündigt sich eine Fahrstreifenbegrenzung an oder das Ende eines Fahrstreifens ist erreicht. Als nächstes kommen wir dann zu unserer letzten Schildergruppe, den Hilfsschildern, die sogenannten Richtzeichen. Und wie man hier schön erkennen kann, ist die Form und Farbgebung von diesen Verkehrszeichen auch relativ unterschiedlich. Ihr müsst wissen, Richtzeichen sind in erster Linie dafür da, um Hinweise und Informationen zu geben. Aber Achtung, sie können auch Geh- oder Verbote enthalten. Sie sind auch so gemacht, dass sie leicht für jeden super klar verständlich sind. Also verbessern die Richtzeichen den allgemeinen Verkehrsfluss und sie sorgen gleichzeitig für mehr Verkehrssicherheit im Straßenverkehr. Die Verkehrszeichen sind in der Regel dort aufgestellt, wo die jeweilige Anweisung befolgt werden muss. Also kann man hier auch sagen, unmittelbar davor. Die Farbgebung spielt hier bei den Richtzeichen, wenn auch nur eine kleine, aber trotzdem eine Rolle. Wenn man auf der Autobahn oder Schnellstraße unterwegs sein sollte, erkennt ihr dies daran, dass die Schilder dort immer blau sind. Seid ihr auf Land- oder Kreisstraßen unterwegs, sind die Schilder dort immer gelb oder grün. Aber gehen wir die Richtzeichen mal eben ganz kurz durch. Beginnen wir mit der Vorfahrt Straße. Hier hat man auf der gesamten Straße Vorfahrt, bis das Schild aufgegeben oder die Vorfahrtstraße verlassen wird. Außerdem kann auch ein negatives Verkehrszeichen die Vorfahrtstraße aufheben. Einzelvorfahrt. Das Zeichen gibt Vorfahrt. Das gilt nur für die nächste Kreuzung oder Einmündung. Innerorts steht es unmittelbar vor der Kreuzung oder Einmündung, außerorts steht es in der Regel 150 bis 250 Meter davor. Ortstafel Vorderseite. Hier beginnt eine geschlossene Ortschaft. Hier gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Ortstafel Rückseite. Hier endet die geschlossene Ortschaft. Außerhalb geschlossener Ortschaften gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Beginn Parkraum Bewirtschaftungszone. Hier darf innerhalb der Zone nur mit Parkschein oder Parkscheibe geparkt werden. Das gilt allerdings nur, wenn das Halten und Parken nicht durch andere Verkehrszeichen verboten ist. Parkplatz. Hier ist das Parken erlaubt. Es gibt extra dafür vorgesehene Parkplätze. Vorrang vor dem Gegenverkehr. Es folgt eine Engstelle. Die Fahrzeuge, die in die Richtung des weißen Pfeils fahren, haben Vorrang. Das Gegenschild dazu seht ihr hier. Verkehrsberuhigter Bereich. Hier ist ein verkehrsberuhigter Bereich, also Spielstraße. Hier sind spielende Kinder überall erlaubt. Außerdem muss Schritttempo gefahren werden. Verkehrsberuhigter Bereich Ende. Der verkehrsberuhigte Bereich ist hier zu Ende. Kinder dürfen nicht mehr auf der Straße spielen. Wer diesen Bereich verlässt, ist immer wartepflichtig. Parken auf Gehweg. Hier darf auf dem Gehweg geparkt werden. Es ist aber nur für Kraftfahrzeuge und Anhänger bis 2,8 Tonnen zulässige Gesamtmasse erlaubt. Autobahnbeginn. Es weist darauf hin, dass nun eine Autobahn beginnt und damit die entsprechenden Verkehrsvorschriften gelten. Ankündigungsbalken. Hier wird auf der Autobahn die Entfernung zur nächsten Abfahrt angezeigt. Ein Streifen gleich 100 Meter. Kraftfahrstraße Beginn. Weist auf den Beginn einer Kraftfahrstraße und die damit verbundenen Verkehrsregeln hin. Fußgängerüberweg, also Zebrastreifen. Hier muss den Fußgängern das Überqueren der Straße gewährt werden. Es zeigt den Vorrang von Passanten vor dem fließenden Verkehr an. Fahrt hier auch aufmerksam und mit mäßiger Geschwindigkeit heran. Sackgasse. Es informiert Verkehrsteilnehmende darüber, dass in der so gekennzeichneten Straße eine Weiterfahrt nicht möglich ist. Sorry. Für Schüler ist wichtig, in der Prüfungsfahrt wäre es nicht schlimm, wenn man hier reinfahren würde, also man würde nicht durchfallen. Leitpfosten. Sie stehen in der Regel mit 50 Meter Abstand am Fahrbahnrand. So ist es einfacher, den Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen einzuschätzen. Was übrigens in der Prüfung äußerst wichtig ist. Radschnellweg. Beginn eines Radschnellweges, auch als Radautobahn bekannt. Tunnelbeginn. Signalisiert den Beginn eines Tunnels. Wer mit einem Fahrzeug in den Tunnel einfährt, muss das Abblendlicht einschalten und darf dort nicht wenden. Nothalte und Pannenbucht. Zeigt an, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug nur im Notfall oder bei einer Panne in den markierten Nothalte- und Pannenbuchten halten dürfen. Wasserschutzgebiet. Signalisiert ein Wasserschutzgebiet. Wer ein Fahrzeug mit wassergefährdender Ladung fährt, muss hier besonders aufmerksam und vorsichtig fahren. Verkehrshelfer. Hier werden Stellen im Straßenverkehr markiert, an denen Verkehrsteilnehmende mit dem Einsatz von Verkehrshelfern rechnen müssen. Hier sollten Sie besonders aufmerksam und rücksichtsvoll fahren. Digitales Testfeld Autobahn. Dies sind sogenannte Landmarkenschilder. Mit diesen Verkehrsschildern sollen autonomisierte Fahrzeuge zusammen mit der zentimetergenauen Karte und Sensoren ihren exakten Standort selbstständig bestimmen können.
Dies sind relativ neue Verkehrszeichen, die lediglich nur auf bestimmten Strecken in Deutschland zum Einsatz kommen und meines Wissens auch erstmal nur getestet werden. Leitlinie. Die Leitlinie ist eine unterbrochene Linie. Diese Linie darf überfahren werden. Hierbei ist aber ganz wichtig, eine Gefährdung muss ausgeschlossen sein. Wartelinie. Sie kann zusätzlich zu dem Zeichen Vorfahrt gewähren angebracht sein oder dort, wo abbiegende Fahrzeuge Gegenverkehr durchlassen müssen. Es empfiehlt sich, hier zu warten. Im Gegensatz zur Haltlinie ist dies aber nicht verpflichtend. Haifischzähne. Sie heben die Wartepflicht hervor. Diese kann zum Beispiel an einer Kreuzung aufgrund einer Rechts-vor-Links-Regelung bestehen oder durch ein Vorfahrts- oder Stoppschild angezeigt werden. Die Haifischzähne stellen also keine eigene Vorschrift auf, sondern machen den Verkehrsteilnehmer lediglich auf eine bestehende Vorschrift aufmerksam. So, dann haben wir bei den Richtzeichen noch die allgemeinen Hinweise und die ganzen Wegweiser. Aber dort erklären sich die meisten Schilder von selbst. So, super wichtig zu erwähnen sind noch hier die ganzen Zusatzzeichen. Und wie ihr sehen könnt, gibt es davon eine ganze Menge. Bei den Zusatzzeichen ist es aber in der Regel so, dass sie in den seltensten Fällen alleine stehen können. Also braucht man sozusagen immer ein Hauptschild, welches dazugehört. Wie zum Beispiel ein Gefahrzeichen, wo dann die eigentliche Gefahr genauer beschrieben wird, oder die Information, dass man weiß, wie lang die Baustelle geht. Dasselbe gibt es dann auch mit Vorschriftzeichen, wie zum Beispiel Verbot der Einfahrt mit Anleger frei oder dass Radfahrer die Einbahnstraße von beiden Seiten befahren dürfen. Und dasselbe gibt es dann auch bei Richtzeichen. Ihr seht aber, das Zusatzschild beschreibt quasi die Situation ein bisschen genauer, so dass ihr als Autofahrer einfach mehr Informationen habt. Dann haben wir noch die sogenannten Verkehrseinrichtungen. Verkehrseinrichtungen können einfach nur Warntafeln zur Kennzeichnung von Fahrzeugen sowie Anhängern bei Dunkelheit sein. Verkehrseinrichtungen werden bei dauerhaften Hindernissen bzw. sonstige gefährliche Stellen aufgestellt. Verkehrseinrichtungen stehen ganz häufig bei Arbeits- oder Unfallstellen, also bei Baustellen quasi. Und Verkehrseinrichtungen werden zur Kennzeichnung des Straßenverlaufes genutzt, also bei einer scharfen Kurve oder sowas. Mega wichtig ist hier Regelungen durch die Verkehrseinrichtungen gehen den allgemeinen Verkehrsregeln immer vor. Also wenn ihr zum Beispiel in irgendeine Baustelle reinfahren solltet und da sind dann solche Schilder, also Verkehrseinrichtungen angebracht, gehen die Verkehrseinrichtungen immer vor den normalen Schildern, die da sonst angebracht sind. So, ihr habt es fast geschafft, aber zum Schluss habe ich noch was super Wichtiges für euch. Hat irgendjemand von euch schon mal was vom sogenannten Vertrauensgrundsatz gehört? Hat natürlich nichts mit eurer Beziehung zu tun, sondern eher auf den Straßenverkehr bezogen. Der Vertrauensgrundsatz im Straßenverkehr besagt, dass jeder Verkehrsteilnehmer, der sich verkehrsgerecht im Straßenverkehr verhält, damit rechnen kann, dass andere Verkehrsteilnehmer sich dementsprechend genauso verhalten. Nur das Krasse ist hier, der Gesetzgeber spricht davon, dass ich nicht nur mit dem Verhalten rechnen kann, sondern dass ich mich wirklich drauf verlassen kann. Und dies ist dann auch der eigentliche Grund, warum ich in Deutschland an der grünen Ampel einfach so weiterfahren kann und darauf vertrauen kann, dass andere Autos anhalten. Allerdings Achtung hier, ausgenommen davon sind alte Menschen, blinde Menschen, Kindermenschen und Menschen mit Behinderung. Also bei diesen besonderen Verkehrsteilnehmern solltet ihr immer extrem vorsichtig sein und mit allem rechnen, was so passieren könnte. So, und das war es auch schon wieder für dieses Mal. War doch kurz und schmerzlos, oder? Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Haut raus, falls irgendjemand Fragen haben sollte. Falls euch das Video geholfen hat, tut mir den Gefallen und lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, teilt es mit euren Freunden und sorgt mal bitte dafür, dass der Algorithmus mal ein bisschen klarkommt. Naja, sei es drum. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein und nicht vergessen, Spiegel einstellen.